Franziska Böhler, 33 Jahre alt, Pflegekraft in Hessen, Influencerin und Buchautorin. Sie macht auf den Notstand in der Pflege aufmerksam, kämpft für Verbesserung. Die Leute sind so beansprucht und mittlerweile einfach auch so demoralisiert, weil es jetzt zum 3. Mal von vorne losgeht. Ja, wir sind ja durch das letzte Jahr eigentlich mit Zuckerbrot und Peitsche getrieben worden, mit Applaus, Lippenbekenntnissen und großen Versprechungen. Getan hat sich im Endeffekt überhaupt nichts. Rund 268.000 Menschen folgen ihr auf der Social-Media-Plattform Instagram. Den Ernst der Lage versucht sie zum Teil auch mit Humor zu vermitteln. Du hältst durch und ich halte durch und nächstes Jahr gehen wir einen saufen. Doch bei allem Humor, die aktuelle Situation für Pflegekräfte macht Franziska Böhler Sorgen. Allein zwischen April und Juli vergangenen Jahres ist die Zahl der Pflegekräfte um rund 9.000 Beschäftigte gesunken. Unterstützung von der Politik gäbe es viel zu wenig, sagt die Influencerin. Das ist super frustrierend. Es ist vor allem auch für mich frustrierend, wenn ich einfach meine Kollegen beobachte, die reihenweise umfallen wie die Fliegen. Gut ausgebildete Fachkräfte, die einfach hinschmeißen. Da geht uns so viel Erfahrung flöten und das ist schlecht auch für die Patienten. Der Notstand in der Pflege ist groß. Schon jetzt fehlen tausende Pflegekräfte. In den kommenden Jahren dürfte sich das Problem verschärfen. Es fehlt vor allem an jungen Interessierten. Der Nachwuchs bleibt aus und dann kommen wir in eine Diskrepanz. Und wie akquiriert man neue Kollegen? Mit Anreizen. Wir brauchen eine bessere Bezahlung, da muss es definitiv neue Ansätze geben. 13 Jahre lang war sie Intensivpflegerin, wechselte im vergangenen Jahr auf die Anästhesie. Zu sehr belastete die Arbeit das Privatleben. Ich muss echt sagen, dass ich mittlerweile wirklich viel an Lebensqualität dazugewonnen habe durch den Jobwechsel, was die Familie betrifft und auch was die Kinder betrifft und unsere gemeinsame Zeit, die wir jetzt haben. Dass sich die Situation in den Krankenhäusern aktuell wieder verschärft, bereitet ihr Sorgen. Unverständnis hat Franziska Böhler für all die, die das Virus auch nach über einem Jahr Pandemie nicht ernst nehmen. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass man die Pandemie leugnet an sich und diese Demonstrationen, auf denen sich 20.000 Menschen dicht an dicht gedrängt ohne Maske bewegen, das ist was, das stößt bei mir auf völliges Unverständnis. Und das fühlt sich für meine Kollegen, die gerade in den Krankenhäusern am Limit schuften, an wie eine schallende Ohrfeige.